Am frühen Morgen des 29. Dezember 2017 ereignete sich auf einer ruhigen Straße in Argentinien ein grausames Verbrechen. Der 20-jährige Fernando Pastorizo wurde mit 2 Schussverletzungen tot aufgefunden. Zunächst vermutete die Polizei einen Raubüberfall, doch seine Habseligkeiten waren unberührt geblieben. Je tiefer die Ermittlungen voranschritten, desto schockierender kam die Wahrheit ans Licht. Die Mörderin war seine Freundin Nahir Galarza. Diese Geschichte entpuppte sich nicht nur als ein weiteres Verbrechen, sondern als ein echtes Drama über toxische Liebe, Manipulationen und einen Gerichtsprozess, den das ganze Land verfolgte. Aber wurde der Gerechtigkeit wirklich Genüge getan? Und was trieb die 19-Jährige dazu, die jüngste Frau in der Geschichte Argentiniens zu werden, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurde? Fernando Pastorizo wurde 1997 in Entre Rios, Argentinien, als Sohn von Gustavo Pastorizo und Silvia Mantes geboren. Trotz der Scheidung seiner Eltern wuchs er in einer Atmosphäre der Liebe und Fürsorge auf und seine Mutter und sein Vater pflegten um seinetwillen und um seiner Schwester Carla willen ein herzliches Verhältnis zueinander. Fernando war ein lebensfroher und gütiger Mensch, fand leicht Zugang zu seinen Mitmenschen, hatte viele Freunde und stand immer denjenigen zur Seite, die Hilfe brauchten. Er war zuverlässig, treu und fürsorglich. Alle hielten ihn für ein Vorbild wahrer Anständigkeit. Nahir Galarza, geboren 1998, war die Tochter des hochrangigen Polizeibeamten Marcelo Galarza und der ehemaligen Polizistin Yamina Crow. Im Gegensatz zu Fernando wuchs sie in einer Familie auf, in der ihr alles erlaubt war. Ihre Mutter drückte bei ihren Launen ein Auge zu und förderte sogar ihr schlechtes Benehmen. Ihr Vater war für sie eine unumstößliche Autorität. Schon von klein auf war Nahir es gewohnt, ihre Mitmenschen zu manipulieren und ihren Willen um jeden Preis durchzusetzen. In der Schule war sie eines der beliebtesten Mädchen, schön, selbstbewusst, aber hochmütig und grausam gegenüber denen, die sie für minderwertig hielt. Diese beiden so unterschiedlichen Menschen fanden sich in einer Beziehung wieder, die in einer Katastrophe endete. Fernando und Nahir begannen schon als Teenager, sich zu treffen. Anfangs schien ihre Beziehung eine gewöhnliche jugendliche Verliebtheit zu sein, doch bald wurde sie zu etwas viel Düstererem. Fernando war bis über beide Ohren verliebt und zu allem bereit für Nahir. Sie hingegen nahm ihn nie ernst. Sie betrog ihn, lud andere Jungs zu sich nach Hause ein und hielt ihn emotional abhängig, indem sie seine Zuneigung ausnutzte. Trotz der Untreue und Demütigungen ertrug Fernando alles weiter, in der Hoffnung, dass sie sich ändern würde. Doch je mehr ihm die toxische Natur ihrer Beziehung bewusst wurde, desto stärker versuchte Nahir, ihn an sich zu binden. Sie kontrollierte sein Handy, befragte ihn, mit wem er Kontakt hatte, beschuldigte ihn der Untreue, obwohl sie selbst weiterhin andere traf. Als Fernando begann, sich zurückzuziehen, bekam Nahir Wutanfälle, drohte ihm und nutzte ihren Vater, einen Polizisten, als Druckmittel. Am 25. Dezember 2017 ging Fernando mit Freunden in einen Nachtclub. Plötzlich sah er Nahir, wie sie sich mit einem anderen Jungen küsste. Das war nicht nur ein zufälliger Kuss, sondern eine öffentliche Demütigung. Fernando hielt es nicht mehr aus, ging auf sie zu und verlangte eine Erklärung. Doch anstatt die Situation zu beruhigen, stürzte sich Nahir auf ihn. Ihr Freund Sol Martinez schloss sich ihr an und schlug Fernando ins Gesicht. Nahir lachte laut, beleidigte ihn und demütigte ihn vor allen. Fernando verließ den Club gedemütigt und am Boden zerstört, doch er wusste noch nicht, dass dies seine letzte Nacht war. Fernando, emotional und körperlich am Boden zerstört nach der Demütigung im Club, teilte seinen Schmerz mit seinen Freunden. Am meisten verletzten ihn nicht nur Nahirs Untreue, sondern auch ihre grausamen Worte über seine Familie, die er so sehr liebte. Genau in dieser Nacht wurde ihm endgültig klar, dass er ihr toxisches Verhalten nicht länger ertragen konnte. Auf Drängen seiner Freunde fasste er den festen Entschluss, Nahir für immer zu verlassen. Mit neuer Entschlossenheit begann er, seine Zukunft zu planen. Er schrieb sich an einer Universität in einer anderen Stadt ein, in der Hoffnung, das Chaos, die Manipulationen und das Leid, das ihm diese Beziehung bereitet hatte, hinter sich zu lassen. Er ging vorsichtig vor, da er wusste, wie unberechenbar und kontrollierend Nahir sein konnte. Doch sein Wunsch, sie zu verlassen,
war für sie der letzte Strohhalm. Sie konnte nicht zulassen, dass er sich ihrer Macht entzog. Sie durfte die Kontrolle nicht verlieren. Wenn Fernando nicht ihr gehören würde, dann würde er niemandem gehören. Am 28. Dezember 2017 willigte Fernando, erschöpft von ihren endlosen Streitereien, ein, sich ein letztes Mal mit Nahir zu treffen. Sie flehte ihn an, sich zu treffen, und versicherte ihm, dass sie einfach nur noch eine Nacht mit ihm verbringen wolle, bevor sie sich trennten. Er wusste nicht, dass er die verhängnisvollste Entscheidung seines Lebens getroffen hatte. Er wusste nicht, dass dieses Treffen für Nahir kein Abschied, sondern ein Urteil war. Im Haus der Galazas sah alles ganz normal aus. Sie verbrachten einige Stunden miteinander und versuchten einigen Berichten zufolge sogar, sich wieder anzunähern. Vielleicht hoffte Fernando, dass sie sich endlich friedlich trennen würden. Doch in ihrem Kopf hatte sie bereits einen anderen Plan. Wenn sie ihn nicht für sich gewinnen konnte, würde es niemandem gelingen. Wenn er ging, würde er für immer gehen. Am frühen Morgen des 29. Dezember 2017 wollte Fernando abreisen. Endlich hatte er das Gefühl, die Ketten zu sprengen, mit denen Nahir ihn so viele Jahre lang gefesselt hatte. Doch sie hielt ihn auf. »Bring mich zu meiner Großmutter«, bat sie. Eine einfache Bitte. Er sah keinen Grund, sie abzulehnen, doch dies war seine letzte Fahrt. Fernando stieg auf sein Motorrad und Nahir machte es sich hinter ihm bequem. In ihrer Tasche steckte eine Pistole, die Dienstwaffe ihres Vaters. Die Spannung lag in der Luft, erfüllt von unausgesprochenen Worten. Fernando konnte sich nicht vorstellen, dass hinter ihm nicht seine ehemalige Partnerin saß, sondern seine zukünftige Mörderin. Als sie auf die einsame Straße fuhren, tippte Nahir ihm auf die Schulter. »Halt an«, sagte sie. Fernando vertraute ihr und ahnte nichts. Er bremste am Straßenrand, drehte sich zu ihr um und wartete auf eine Erklärung. Doch statt zu sprechen, zog Nahir die Pistole und schoss ihm in den Rücken. Die Kugel durchschlug ihn und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Fernando fiel zu Boden. Er war verwundet, unter Schock, aber noch am Leben. Er versuchte, sich zu bewegen, um zu begreifen, was geschehen war. Doch Nahir gab ihm keine Chance. Sie trat näher, richtete die Pistole auf ihn und schoss ihm aus nächster Nähe erneut in den Kopf. Fernando war tot. Nach dem Mord geriet Nahir nicht in Panik. Sie weinte nicht. Sie zeigte keine Reue. Ruhig beugte sie sich über die Leiche und versuchte, die Patronenhülsen zu finden, um die Spuren zu beseitigen. Sie fand eine, doch die zweite rollte ins Gras. Dieser Fehler sollte sich als entscheidender Beweis gegen sie erweisen. In diesem Moment fuhr ein Taxifahrer vorbei. Er sah die junge Frau, die sich über jemanden auf dem Boden beugte, aber er schenkte dem keine Beachtung und fuhr weiter. Hätte er angehalten, wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Aber die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und bald würde die ganze Welt den Namen Nahir Galaza kennen, der jüngsten Frau in der Geschichte Argentiniens, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Nachdem Nahir Fernando kaltblütig erschossen hatte, tat sie so, als wäre nichts geschehen. Um 5:22 Uhr morgens nahmen Kameras Nahir auf, wie sie nach Hause ging. Sie war ruhig, zitterte nicht, weinte nicht, ging einfach die Straße entlang, als wäre nichts geschehen. Zu Hause angekommen, legte sie die Pistole an ihren Platz zurück, duschte und legte sich ohne die geringste Spur von Unruhe schlafen. Am frühen Morgen des 29. Dezember 2017 erwachte die Stadt Gualeguaychú unter Schock. Fernando wurde tot neben seinem Motorrad aufgefunden. 2 Schüsse, ein kaltblütiger Mord. Die Polizei vermutete zunächst einen Raubüberfall, aber irgendetwas passte nicht zusammen. Seine Brieftasche, sein Handy, sein Geld, alles war noch da. Das Motorrad stand aufrecht ohne Anzeichen eines Sturzes. Es gab keine Kampfspuren, keine Anzeichen von Widerstand. Es war kein Zufallsverbrechen. Es war persönlich, geplant, kaltblütig. Es war Mord. Als sich die Nachricht von Fernandos Tod in der Stadt verbreitete, sprachen alle von einem Namen: Nahir Galaza. Ihre toxische Beziehung zu ihm war ein offenes Geheimnis. Fernandos Freunde wussten, dass sie ihn kontrollierte, erniedrigte und bedrohte. Nun hatte die Polizei einen Anhaltspunkt. Sie wurde zum Verhör vorgeladen. Während die Polizei mit ihr sprach, erschien auf ihrer Seite in den sozialen Netzwerken eine Abschiedsbotschaft von Fernando.
die Liebe meines Lebens. Ich werde dich vermissen. Doch im Verhörraum saß den Ermittlern eine völlig andere Nahir gegenüber. Ohne Emotionen, ohne Tränen, ohne Reue. Sie sprach über Fernandos Tod, als würde sie über das Wetter reden. Die Ermittler waren von ihrer Gleichgültigkeit schockiert. Aber es kam noch schlimmer. Sie bestritt überhaupt, dass sie eine ernsthafte Beziehung gehabt hätten, doch die Polizei hatte Dutzende von Nachrichten und Fotos sowie Aussagen von Zeugen, die wussten, dass das eine Lüge war. Nahir versuchte, sich zu retten, und als der Druck zu groß wurde, ging sie bis zum Äußersten. Zuerst leugnete sie alles. Dann, als die Beweise zu offensichtlich wurden, gab sie zu, dass sie doch geschossen hatte, sagte aber, es sei Notwehr gewesen. Doch diese Version passte nicht zu den Beweisen. Die Schüsse waren präzise und nicht zufällig. Die Spuren am Tatort bewiesen, dass Fernando nicht angegriffen hatte. Und vor allem, nach dem Mord rief Nahir nicht die Polizei, bat nicht um Hilfe. Sie ging einfach nach Hause, als wäre nichts geschehen. Und das war ihr größter Fehler. Ein Taxifahrer, der vorbeifuhr, sagte aus. Er sah die junge Frau, die sich über die Leiche beugte. Sie suchte nach Patronenhülsen und versuchte, die Spuren zu verwischen. Sie ist kein Opfer, sie ist die Täterin. Nahir Galarza, jung, schön, beliebt, entpuppte sich als kaltblütige Mörderin. Sie dachte, sie könne lügen, manipulieren, einer Strafe entgehen, aber die Wahrheit kam trotzdem ans Licht und vor ihr lag ein Prozess, der ihr Leben für immer verändern würde. Ebenso wie das Leben von Fernandos Familie, die ihren geliebten Sohn verloren hatte. In dieser Nacht starb nicht nur ein junger Mann, sondern auch der Traum von Gerechtigkeit, von Liebe, von einem normalen Leben. Aber wurde die Gerechtigkeit wiederhergestellt oder hatte Nahir noch eine Chance, sich herauszuwinden? Ein zufälliger Taxifahrer, der zum Hauptzeugen wurde, bestätigte, er sah eine junge Frau, das sich über die Leiche beugte. Überwachungskameras zeigten Nahir, wie sie um 5:22 Uhr morgens ruhig nach Hause ging, ohne Panik, ohne Tränen. Die Ermittler fanden eine Patronenhülse, die sie übersehen hatte. Fernandos Freunde berichteten von Jahren des Leidens, von ihren Manipulationen, ihrer Grausamkeit und ihrer endlosen Eifersucht. Die Polizei hatte keine Zweifel mehr. Das war keine Notwehr, sondern kaltblütiger Mord. Ihr Vater, ein hochrangiger Polizist, nutzte schnell seine Kontakte. Die besten Anwälte des Landes übernahmen den Fall. Ihre Strategie bestand darin, Nahir nicht als Mörderin, sondern als Opfer darzustellen. Sie behaupteten, Fernando habe sie geschlagen, es sei ein verzweifelter Akt der Selbstverteidigung gewesen. Sie legten Fotos ihrer blauen Flecken vor, die sie in Wirklichkeit beim Eishockeytraining davongetragen hatte, präsentierten sie jedoch als Spuren von Gewalt. Und dann verwandelte sich der Gerichtssaal in ein wahres Theater. Wer ist hier das Opfer? Und wer der Täter? Nahir erzählte unter Tränen, wie Fernando sie angeblich gequält habe, wie er sie in jener Nacht gewaltsam auf das Motorrad gesetzt und angegriffen habe, während sie sich verteidigt habe. Sie spielte die Rolle eines verängstigten Mädchens, das zur Verzweiflung getrieben worden war. Doch ihre Geschichte begann zu bröckeln. Fernandos Freunde erzählten, wie Nahir ihm Szenen machte, ihn schlug und ihn verfolgte. Er selbst sagte, dass er Angst vor ihr habe, dass er diesen toxischen Kreislauf durchbrechen wolle. Und dann erhob sich der Psychologe, den Nahirs Verteidigung selbst in den Fall hinzugezogen hatte, und er machte eine unerwartete Aussage. Nahir ist kein Opfer. Sie ist eine Manipulatorin, eine Narzisstin. Sie ist es gewohnt, alles zu bekommen, was sie will. In diesem Moment brach ihre Verteidigung zusammen. Und selbst die Massen von Demonstranten und feministischen Organisationen, die sie als Opfer von Gewalt bezeichneten, konnten den Lauf der Dinge nicht mehr ändern. Die Beweise waren zu offensichtlich. Die Richter glaubten nicht an Notwehr. Sie sahen kühle Berechnung, einen gnadenlosen Mord. Nahir Galarza wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie wurde die jüngste Frau in der Geschichte Argentiniens, die eine solche Strafe erhielt. Aber kann das Fernando zurückbringen? Kann das den Schmerz seiner Familie lindern? Nein, aber es ist Gerechtigkeit. Nach Nahirs Fall begann man in Argentinien über häusliche Gewalt zu sprechen. Aber andererseits, kann ein Mann Opfer sein? Wie oft enden toxische Beziehungen in einer Tragödie? Und wie viele weitere Nahirs gibt es, die ungestraft bleiben?
Dieser Fall hat dazu geführt, dass viele Stereotypen überdacht wurden. Doch das Schrecklichste ist, dass er bewiesen hat, dass Liebe tödlich sein kann. So sorgfältig Nahir ihre Version der Ereignisse auch konstruierte, die Wahrheit über ihr Verbrechen konnte nicht im Verborgenen bleiben. Am 3. Juli 2018 erstarrte der Gerichtssaal in Gualeguaychú in angespannter Stille, während der Richter das Urteil verkündete. Nach wochenlangen Zeugenaussagen, forensischen Untersuchungen und widersprüchlichen Schilderungen wurde Nahir Galarza des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden. Sie erhielt eine lebenslange Haftstrafe und wurde mit 19 Jahren zur jüngsten Frau in der Geschichte Argentiniens, die zu einer solchen Strafe verurteilt wurde. Für die Familie von Fernando Pastorizo war dieses Urteil nur ein kleiner Trost. Sie hatten Monate qualvoller Trauer durchlebt und gleichzeitig mit dem Druck der öffentlichen Meinung, dem Gerichtsverfahren und Nahirs Versuchen zu kämpfen, ihren Sohn als Aggressor darzustellen. Die Gerechtigkeit wurde gesprochen, aber kein Urteil konnte ihnen ihren Sohn zurückbringen. Beim Verlassen des Gerichtssaals bedankten sich Fernandos Eltern bei den Anwälten und allen, die für die Wahrheit gekämpft hatten, und versprachen, die Erinnerung an ihren Sohn zu bewahren. Der Prozess gegen Nahir Galarza spaltete die Nation regelrecht. Alle Medien des Landes verfolgten jede Wendung dieses Falles. Ihr Gesicht war ständig auf den Fernsehbildschirmen und den Titelseiten der Zeitungen zu sehen. Die einen sahen in ihr eine gefühllose Mörderin, die anderen ein Opfer, das zu Unrecht dämonisiert wurde. Die Gesellschaft spaltete sich in zwei Lager. Die einen forderten eine Strafe für den brutalen Mord, die anderen behaupteten, es habe sich um Notwehr gehandelt und das Justizsystem habe die junge Frau ungerecht behandelt. Doch welche Theorien auch immer aufgestellt wurden, die Beweise sprachen für sich. Die Familie von Fernando Pastorizo verlor nicht nur ihren geliebten Sohn, sondern auch die Chance zu sehen, was aus ihm in Zukunft geworden wäre. Jedes Beweisstück, jedes Foto vor Gericht war nur eine Erinnerung an das, was für immer verloren war. Doch nicht nur ihr Leben wurde zerstört. Nahirs Vater, Marcelo Galarza, ein einflussreicher Polizist, verlor alles: seinen Ruf, seine Karriere, seine Familie. Nach dem Urteil gegen seine Tochter brach alles zusammen. In dem Versuch, einer Strafe zu entgehen, beschuldigte Nahir ihn sogar des Mordes, doch das Gericht wies ihre Version als weitere Manipulation zurück. Dieser Prozess legte nicht nur die grausame Wahrheit über den Mord offen, sondern auch die zerstörerische Kraft toxischer Beziehungen, von Macht und Privilegien. Dieser Fall ist eine Mahnung dafür, wohin Gewalt in Beziehungen führen kann. Manipulation, Kontrolle, psychischer Druck. All das kann in einer Tragödie enden. Dieser Fall hat die Gesellschaft dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie Privilegien und Beziehungen die Justiz beeinflussen. Sollte es Mechanismen geben, die Menschen vor toxischen Partnern schützen? Warum ist häusliche Gewalt nicht nur ein Problem von Frauen, sondern auch von Männern? Fernando Pastorizo ist nicht nur ein Opfer. Er war ein junger Mann mit Träumen, Plänen und einem Leben, das nicht hätte enden dürfen. Seine Geschichte ist ein Aufruf zum Handeln, eine Erinnerung daran, dass Gerechtigkeit wichtig ist. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.